Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversations-Podcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, herzlich willkommen in unserer kleinen Deutschlernfamilie. Hier sprechen wir echtes Deutsch mit echten Geschichten und heute mit sehr echtem Wetter. Sehr echtem Wetter. Und ich sage euch schon jetzt, dieses Thema ist mir sehr, sehr nah am Herzen. Sophia, ich muss euch heute etwas gestehen. Etwas, das ich noch nie so direkt gesagt habe. Was denn? Was ist es? Das Berliner Wetter hat mich verändert. Als Mensch. Wirklich tief verändert. Das glaube ich sofort. Das Berliner Wetter hat mich verändert. Als Mensch. Wirklich tief verändert. Das glaube ich sofort. Das Berliner Wetter hat mich verändert. Als Mensch. Wirklich tief verändert. Das glaube ich sofort. Ich komme aus Norditalien. Ja, es gibt dort auch Regen und Kälte. Aber Berlin im November, Berlin im Februar, das ist eine ganz andere Dimension von Grau. Oh Gott, das Berliner Grau im Februar. Ich kenne das so gut. Man schaut aus dem Fenster. Grau. Man geht raus. Grau. Man schaut in den Himmel. Noch mehr Grau. Und dann denkt man, gibt es andere Farben? Existieren sie noch? Die Frage nach der Existenz anderer Farben. Das ist so real, Matteo. Und genau darüber reden wir heute. Das Wetter. Wie spricht man auf Deutsch über das Wetter? Über Regen, Sonne, Schnee, Sturm und alles, was dazwischen kommt. Ja, und nicht nur trockene Vokabeln. Wir erzählen echte Geschichten. Denn das Wetter beeinflusst unser Leben so viel mehr, als wir manchmal denken. Viel mehr. Das Wetter beeinflusst unsere Stimmung, unsere Pläne, unsere Gedanken, manchmal sogar unsere Entscheidungen. Manchmal auch unsere Beziehungen. Lars und ich haben unsere ersten großen Meinungsverschiedenheiten wegen des Wetters gehabt. Wegen des Wetters? Wirklich? Wegen des Wetters. Aber dazu komme ich später. Ich bin sehr gespannt. Also bleibt dran. Es wird informativ, es wird lustig und vielleicht ein bisschen nass. Immer mit dem Regenschirm bereit. Also Sophia, fangen wir direkt an. Wie ist das Wetter heute? Beschreib mir das Wetter heute. Auf Deutsch. Ganz langsam und natürlich. Also, heute ist es bewölkt. Nicht komplett grau, aber auch nicht sonnig. So ein Zwischending. Die Wolken sind hell, also vielleicht kommt später noch ein bisschen Sonne. Die Temperatur ist kühl. Ich würde sagen, vielleicht 10 Grad. Ja, ich sehe dasselbe. Typisch Berliner Herbstwetter. Typisch. Und weißt du, ich habe gelernt, dieses Wetter zu akzeptieren. Nicht zu lieben, aber zu akzeptieren. Das ist schon ein großer Schritt. Von hassen zu akzeptieren. Ein sehr großer Schritt. Ich erinnere mich an meinen ersten Berliner Herbst. Ich war wirklich geschockt. Wirklich, wirklich geschockt. Was hat dich so geschockt? Erzähl mir. Also, in Barcelona ist der Herbst noch warm. Oktober ist dort noch oft sonnig, noch oft angenehm. Man kann noch draußen sitzen. Man trinkt Cocktails im Freien. Das mediterrane Oktoberleben. Das klingt wunderbar. Ja, und ich bin nach Berlin gekommen. Es war Anfang Oktober und es war so kalt und so dunkel. Um 5 Uhr nachmittags schon dunkel. Um 5 Uhr? Das ist früh. Um 5 Uhr. In Barcelona ist es um 5 noch hell, noch warm, noch lebendig. Und hier Dunkelheit. Einfach so, um 5 Uhr. Das ist ein echter Kulturschock. Der Dunkelheitsschock. Ich kenne ihn auch. Ich habe Lars gefragt, ist das normal? Wird das noch dunkler? Und er hat ganz ruhig gesagt, ja, im Dezember wird es um 4 dunkel. Um 4 dunkel? Was hast du gedacht? Ich habe gedacht, was ist das für ein Land, wo die Sonne um 4 Uhr schlafen geht? Die Sonne geht schlafen. Das ist eine wirklich schöne Art, es zu sagen. Für mich war das überhaupt nicht schön. Das war beängstigend. Ich kenne das Gefühl sehr gut. Als ich nach Berlin gekommen bin, dieser erste Winter, die kurzen Tage haben mich wirklich getroffen. Ja, und ich habe später gelernt, das hat sogar einen Namen. Saisonale affektive Störung. Wenn das Licht fehlt, produziert das Gehirn weniger bestimmte Hormone. Man fühlt sich trauriger, müder, weniger motiviert. Also saisonale affektive Störung. Das bedeutet einfach eine Stimmungsstörung, die mit den Jahreszeiten zusammenhängt. Besonders im Winter, wenn es sehr wenig Licht gibt.
Ja, und viele Deutsche kennen das sehr gut. Deswegen kaufen viele auch spezielle Lampen für den Winter, Tageslichtlampen. Diese Lampen simulieren das Sonnenlicht. Tageslichtlampen. Ja, ich habe auch eine. Sie simuliert Sonnenlicht am Morgen. Man sitzt davor und das Gehirn denkt, oh, Sonne. Das ist so eine typische Lösung. Wenn das echte Licht fehlt, baut man sich das künstliche. Pragmatisch. Die Deutschen sind wirklich sehr pragmatisch. Sehr pragmatisch. Und ich liebe das eigentlich. Man akzeptiert das Problem nicht einfach, sondern sucht eine Lösung. Genau. Man jammert vielleicht kurz und dann handelt man. Das ist eine gute Einstellung. Okay, Matteo. Und wie war dein erster Berliner Winter? Erzähl mir davon. Also, mein erster Berliner Winter war, wie soll ich sagen, eine Lektion in Geduld. Ich kam im Herbst nach Berlin und am Anfang war alles noch okay. Der Oktober war schön, wie du gesagt hast, bunt und noch relativ warm. Ja, der Oktober kann wirklich schön sein. Aber dann kam November und November in Berlin ist, naja, grau, wirklich grau. Und ich dachte, okay, das geht vorbei, es wird besser. Und dann kam Dezember. Und Dezember wurde nicht besser. Dezember wurde definitiv nicht besser. Noch kälter, noch dunkler, noch mehr Regen. Und ich dachte, wann hört das auf? Und wann hat es aufgehört? Im März. Im März kam der erste echte Sonnenstrahl. Und ich bin rausgegangen und habe einfach stehen geblieben, mitten auf dem Bürgersteig, mit geschlossenen Augen, die Sonne auf dem Gesicht. Oh, das ist so ein gutes Gefühl. Es war das beste Gefühl. Und die Leute sind um mich herumgegangen. Und niemand hat sich gewundert, weil alle dasselbe gemacht haben. Alle haben die Sonne genossen. Das ist Berlin im März. Alle stehen draußen und genießen die erste Sonne. Als ob wir Blumen wären, die endlich Licht bekommen. Genau, wir sind alle kleine Sonnenblumen im März. Und das ist auch schön daran, dieser Gemeinschaftsmoment. Alle fühlen dasselbe. Alle sind erleichtert. Der Winter ist vorbei. Ja, okay, lass uns über die Sprache reden. Wie sagt man auf Deutsch, wie das Wetter ist? Was sind die wichtigsten Ausdrücke? Gut, also die wichtigste Frage zuerst. Wie ist das Wetter? Das fragt man, wenn man wissen will, wie die aktuelle Wetterlage ist. Ganz einfach. Wie ist das Wetter? Und man antwortet, es ist plus Adjektiv. Das es ist sehr wichtig bei Wetterausdrücken auf Deutsch. Man sagt, es ist sonnig, es ist bewölkt, es ist kalt, es ist warm. Also das bedeutet, das Subjekt beim Wetter ist fast immer es. Man sagt nicht, der Himmel ist sonnig, obwohl das auch möglich ist. Aber die natürlichste Form ist, es ist sonnig, es regnet, es schneit. Genau. Und dann gibt es Verben für Wetterphänomene. Es regnet gerade. Es schneit gerade. Es gewittert, es gibt ein Gewitter. Und man kann auch sagen, es ist heiß, es ist warm, es ist kühl, es ist kalt. Oder, ganz intensiv, es ist eiskalt. Das letzte ist für die Berliner Winter. Eiskalt, ja, das ist das Wort für Berliner Februar. Eiskalt. Absolut. Und dann Beschreibungen des Himmels. Der Himmel ist blau. Es gibt viele Wolken. Es ist bedeckt. Bedeckt bedeutet, der Himmel ist komplett mit Wolken bedeckt. Keine Sonne zu sehen, alles grau. Bedeckt. Das Wort beschreibt es so perfekt, als ob jemand den Himmel mit einer grauen Decke zugedeckt hat. Eine graue Decke. Das ist Berlin im Winter. Berlin im Winter ist eine graue Decke über der ganzen Stadt. Sophia, du hast vorhin gesagt, du und Lars hattet Meinungsverschiedenheiten wegen des Wetters. Was ist passiert? Ich möchte das hören. Oh ja, also es war unser erstes gemeinsames Wochenende nach meinem Umzug nach Berlin, Ende Oktober. Und Lars hat gesagt, komm, wir gehen wandern. Wandern? Im Oktober? In Berlin? Im Oktober. Und ich habe aus dem Fenster geschaut, grauer Himmel, leichter Nieselregen, Temperaturen vielleicht 8 Grad. Und ich habe gesagt, Lars, nein. Einfach nein. Einfach ein klares, deutliches Nein. Und Lars hat gesagt, aber das ist doch schönes Herbstwetter. Schönes Herbstwetter bei Nieselregen und 8 Grad? Bei Nieselregen und 8 Grad. Und ich habe ihn angeschaut, wirklich lange angeschaut und gedacht, wir kommen von verschiedenen Planeten. Verschiedene Planeten. Das ist stark. Er hat das wirklich so gemeint. Für ihn war das angenehmes Wanderwetter. Frische Luft, kein Schwitzen. Kein Schwitzen, das ist für Deutsche ein Qualitätsmerkmal beim Wandern.
Scheinbar. Und ich habe versucht, ihm zu erklären, Lars, wo ich herkomme, gehen Menschen bei diesem Wetter nicht raus. Man macht Innenaktivitäten. Und was hat Lars dann gesagt? Er hat gesagt, in Deutschland sagen wir, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ah, dieses berühmte deutsche Sprichwort. Das kennt jeder. Dieses Sprichwort. Und ich habe gesagt, das ist kein Sprichwort, das ist eine Lüge. Eine Lüge. Du hast das deutsche Lieblingssprichwort als Lüge bezeichnet. Ich war jung und mutig, aber Lars war nicht beleidigt. Er hat wirklich gelacht, laut gelacht. Das zeigt, dass er dich schon gut kannte. Er hat deinen Humor verstanden. Ja, und dann hat er einen Kompromiss vorgeschlagen. Wir gehen wandern, aber kurz, nur eine Stunde. Und danach gehen wir in ein warmes Café und trinken heiße Schokolade. Die heiße Schokolade als Belohnung, als Bestechung. Als Bestechung. Und es hat funktioniert. Ich bin gegangen, wir haben eine Stunde gewandert im Nieselregen und dann die heiße Schokolade war wirklich gut. Nach einer Stunde im Nieselregen ist jede heiße Schokolade gut. Jede. Und seitdem, das ist unser System. Lars darf im deutschen Grau wandern, wenn er mir danach etwas Warmes kauft. Das ist ein sehr faires System. Sehr diplomatisch. Sehr fair. Lars bekommt seine Wanderung, ich bekomme meinen Trost. Beziehungsharmonie durch Wetterverhandlungen. Genau. Alles wegen verschiedener Wetterkulturen. Das ist so ein wichtiger Punkt, Sophia. Wetter ist Kultur. Jede Kultur hat eine andere Beziehung zum Wetter. Ja, absolut. Und wenn man in ein neues Land kommt, muss man auch die Wetterkultur verstehen, nicht nur die Sprache. Genau. In Deutschland, man geht raus, auch wenn es nicht perfekt ist. Man hat Regenjacken, Gummistiefel, gute Wanderschuhe. Man ist vorbereitet auf alles. Und das finde ich mittlerweile wirklich bewundernswert, diese Einstellung. Das Wetter hält einen nicht auf. Dich hat es früher aufgehalten. Mich hat es früher sehr aufgehalten, aber ich habe mich angepasst. Ich habe jetzt eine gute Regenjacke und Gummistiefel. Du hast Gummistiefel? Grüne Gummistiefel. Lars hat sie mir geschenkt. Mit kleinen gelben Punkten. Mit gelben Punkten. Das ist so niedlich. Und ich liebe sie. Das hätte mir jemand vor 5 Jahren sagen sollen. Sophia, du wirst grüne Gummistiefel lieben. Man verändert sich. Das Leben verändert einen. Man verändert sich wirklich. Und das ist okay. Okay, ich möchte jetzt über die verschiedenen Jahreszeiten reden, weil das Wetter sich ändert und jede Jahreszeit hat ihre eigene Sprache auf Deutsch. Oh ja, die Jahreszeiten. Das ist so ein wichtiges Thema. Also, die 4 Jahreszeiten auf Deutsch. Der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Alle mit dem Artikel der, das ist Maskulinum. Also der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Und man sagt, im Frühling ist es, im Sommer ist es, im Herbst ist es, im Winter ist es. Das Wort im, das ist eine Kurzform von in dem. Genau. Also zum Beispiel, im Sommer ist es heiß und sonnig. Im Winter ist es kalt und oft bewölkt. Im Frühling ist es mild und die Blumen blühen. Und jede Jahreszeit hat so schöne, typische Wörter. Der Frühling, da denkt man an Blüten, an Vögeln, an neue Anfänge. Alles erwacht wieder. Das Wort Frühling, es kommt von früh, der frühe Teil des Jahres. Alles beginnt früh, alles erwacht. Das ist so ein schönes Wort. Frühling, es klingt schon warm und hell. Nur das Wort macht einem gute Laune. Ja, und dann der Sommer. Das ist das Wort, das am wenigsten Erklärung braucht. Alle wissen, was Sommer bedeutet. Alle wissen und alle lieben es. Und der Berliner Sommer, ich muss das sagen, der Berliner Sommer ist wirklich wunderschön. Oh ja, das ist das Beste an Berlin. Wenn der Sommer kommt, die ganze Stadt explodiert. Explodiert, das ist das perfekte Wort. Alle sind draußen, alle sind fröhlich, die Parks sind voll mit Menschen. Der Tiergarten im Sommer, die Spreeufer, das Freibad. Freibad, das ist so typisch deutsch. Das Freibad, ein Schwimmbad im Freien. Man schwimmt, man liegt in der Sonne, man genießt. Und Grillen, das andere große Sommerritual in Deutschland. Die Deutschen und ihr Grill, das ist heilig. So heilig. Wenn die Temperaturen über 20 Grad steigen, jemand in Berlin macht einen Grill an. Garantiert. Garantiert. Man riecht es überall. In den Parks, auf den Balkons, überall Grillgeruch. Und das finde ich wirklich schön. Der Sommer in Berlin hat so eine Energie, so eine kollektive Freude.
Als ob alle gleichzeitig sagen, endlich, die Sonne ist da. Ja, und ich glaube, das liegt auch daran, weil der Winter so lang ist, so grau. Der Sommer wird so gefeiert. Man weiß, dass er nicht ewig bleibt. Das ist ein interessanter Gedanke. Man schätzt die Sonne mehr, weil man weiß, wie es ohne sie ist. Ja, der Kontrast macht den Wert. Das gilt nicht nur für das Wetter, das gilt für vieles im Leben. Schön gesagt, Matteo. Und der Herbst? Was sagst du zum Herbst, Sophia? Der Herbst ist kompliziert für mich. Wirklich kompliziert. Kompliziert. Nein, wirklich. Der Berliner Herbst ist eigentlich schön. Oktober ist oft noch angenehm. Die Blätter werden bunt. Die bunten Herbstblätter, das ist wirklich wunderschön. Ja, rot, orange, gelb, braun. Der Tiergarten im Oktober ist wie ein Gemälde. Wirklich wie ein Gemälde. Ja, ich laufe oft durch den Tiergarten im Oktober und denke, das könnte man malen. Das ist so schön. Ich habe es fotografiert, viele Male. Das überrascht mich nicht. Aber dann November. November in Berlin ist der schwierigste Monat für mich. Wirklich der schwierigste. Der November Blues. Das kennen viele Menschen hier. November Blues, das bedeutet einfach eine Art Traurigkeit oder Melancholie, die im November kommt. Wenn die Tage sehr kurz werden, wenn es oft regnet, wenn die Farben aus der Welt verschwinden. Ja, November ist grau. Wirklich grau. Und es gibt noch keinen Schnee. Der würde wenigstens alles hell und weiß machen. Genau, Schnee ist fast besser als dieser graue November, weil Schnee ist weiß, Schnee reflektiert das Licht, alles wird heller. Schnee macht die Welt heller, auch wenn es kalt ist. Das ist paradox, aber es stimmt. Ja, mein erster Berliner Schnee, das war wirklich magisch, wirklich magisch. Erzähl, das möchte ich hören. Also, ich hatte vorher noch nie wirklich Schnee erlebt. In Barcelona schneit es nicht. Vielleicht einmal alle 20 Jahre. Ein bisschen, aber nichts Echtes. Kein richtiger Schnee. Wirklich? Du hast als Kind keinen Schnee gesehen? Nie, niemals. Und dann mein erster Winter in Berlin. Eines Morgens wache ich auf. Es ist noch früh und das Zimmer ist irgendwie heller als normal. Irgendwie anders. Und? Was war das? Ich gehe zum Fenster und alles ist weiß. Die Straße, die Dächer, die Autos, alles unter einer weißen Decke. Alles weiß. Die weiße Decke. Das ist so ein schönes Bild. Und es war so still, so unglaublich still draußen, als ob die Stadt den Atem angehalten hätte. Ja, Schnee macht die Welt leiser. Das ist wirklich so. Und ich habe Lars geweckt, mitten in der Nacht fast. Es war 6 Uhr morgens. Ich habe ihn am Arm geschüttelt und gerufen, Lars, Lars, es schneit, es hat geschneit. Du hast ihn um 6 Uhr morgens geweckt, wegen des Schnees. Mit so viel Aufregung, wie ein kleines Kind, das Weihnachten entdeckt. Und Lars, armer Lars, hat verschlafen geblinzelt und gesagt, ja, Sophia, das passiert hier manchmal. Das passiert hier manchmal. So ruhig, so typisch Lars. So unglaublich ruhig. Für ihn war es normaler Schnee. Für mich war es ein Wunder. Das ist so ein schöner Moment. Man vergisst manchmal, was für manche selbstverständlich ist für andere völlig magisch. Ja, und ich bin nach draußen gegangen, sofort, in meinem Pyjama fast. Im Pyjama in den Schnee. Fast. Ich habe schnell einen Mantel genommen, aber sonst Pyjama, Mantel. Und ich habe mich auf die Straße gestellt und Schneeflocken auf meiner Zunge gefangen. Schneeflocken auf der Zunge. Das ist so ein schönes Bild. Ich war 23 Jahre alt und habe Schneeflocken auf der Zunge gefangen, wie ein Sechsjähriger. Das ist wunderschön. Wirklich wunderschön, Sophia. Und Lars hat am Fenster gestanden und mich beobachtet, mit einem Lächeln. Er hat später gesagt, das war der Moment, wo er gemerkt hat, dass er mich liebt. Sophia. Ich weiß, es ist vielleicht kitschig. Es ist überhaupt nicht kitschig. Es ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Er hat gesagt, er hat noch nie jemanden gesehen, der sich so freut, so echt, so unverfälscht, wie ein Wunder. Das ist Liebe, wenn jemand die Welt durch deine Augen sieht und sie schöner findet. Ja, genau das. Okay, ich brauche kurz einen Moment. Das war sehr schön. Wir sind schon wieder sentimental. Beim Wetter. Wir werden sentimental beim Wetterthema. Man kann bei allem sentimental werden, wenn man die richtige Geschichte findet. Das stimmt. Okay, lass uns weitermachen.
Ich möchte über Wetterphänomene reden, also über die verschiedenen Arten von Wetter und wie man sie auf Deutsch beschreibt. Ja, also Regen. Das kennt jeder. Es regnet. Aber Regen hat so viele Formen, so viele verschiedene Arten. Stimmt. Zum Beispiel Nieselregen. Das ist ganz feiner, leichter Regen, fast wie ein Nebel mit Wasser. Nieselregen. Sehr fein, sehr leicht. Ja, Nieselregen ist das Tückische. Man denkt, es regnet nicht wirklich. Aber nach 10 Minuten ist man komplett nass. Der Nieselregenbetrug. Man unterschätzt ihn immer. Immer. Und dann Starkregen oder Platzregen. Das ist das Gegenteil. Sehr starker Regen. Als ob jemand einen riesigen Eimer ausschüttet. Alles auf einmal. Einen riesigen Eimer. Ja. Und in Berlin? Im Sommer gibt es manchmal diese Platzregen. Man ist im Park, alles ist schön, Sonne und dann Und dann? Und dann in 5 Minuten Platzregen. Man ist sofort nass, komplett nass. Das ist mir auch passiert. Ich war im Mauerpark. Das ist ein bekannter Park in Berlin. Und plötzlich kam so ein Sommergewitter. Was hast du dann gemacht? Gerannt. Ich bin einfach gerannt. Mit allen anderen zusammen. Alle rennen bei Regen. Das kollektive Rennen vor dem Regen. Auch das verbindet Menschen. Ja, man rennt und lacht und ist komplett nass. Und irgendwie ist es trotzdem schön. Wirklich schön. Das ist der Sommercharme. Man wird nass und lacht trotzdem. Und dann das Gewitter. Das ist etwas ganz Besonderes. Mit Blitz und Donner. Ja, das Gewitter mit dem Blitz, dem Donner und dem starken Regen, das ist ein ganzes Spektakel. Und auf Deutsch, es gewittert. Das bedeutet, es gibt gerade ein Gewitter. Und man sieht den Blitz, es blitzt, und man hört den Donner. Es donnert. 2 schöne Verben. Ich liebe Gewitter eigentlich, wenn ich sicher drin bin. Ich auch. Ein Gewitter beobachten, mit einer Tasse Tee am Fenster, das ist so dramatisch und gleichzeitig so schön. Das Theater der Natur. Das Theater der Natur. Was für ein Ausdruck. Perfekt. Und dann Nebel, besonders im Herbst und Winter. Der Nebel macht alles mysteriös, alles verschwimmt. Ja, Nebel in Berlin, besonders früh morgens, das hat so eine besondere Atmosphäre. Als ob die Stadt noch schläft, als ob alles ein bisschen unreal ist. Verschwimmt, das bedeutet einfach, die Grenzen werden unscharf. Alles wird ein bisschen unreal, ein bisschen weich. Ja, und ich male manchmal Nebellandschaften mit Aquarell. Das passt perfekt für Nebel. Die Farben verlaufen ineinander, genauso wie im Nebel. Die Farben verlaufen, das ist genau Aquarell und genau Nebel. Nebel und Aquarell sind verwandte Seelen. Das wäre ein guter Kunstausstellungstitel. Nebel und Aquarell, verwandte Seelen. Das merke ich mir. Das ist gut. Und der Schnee? Wie beschreibt man Schnee auf Deutsch? Was sind die wichtigsten Wörter? Also, es schneit gerade, das ist das Verb. Und dann, es liegt Schnee. Das bedeutet, Schnee ist auf dem Boden. Er ist gefallen und liegt da. Und Schneeflocken, das sind die einzelnen kleinen Schneekristalle, die vom Himmel fallen. Die Sophia auf ihrer Zunge gefangen hat. Die magischen Schneeflocken. Ja? Und dann Schneesturm. Das ist Schnee mit sehr starkem Wind. Man sieht fast nichts mehr. Sehr gefährlich und gleichzeitig sehr spektakulär. Ja, ich habe einmal einen Schneesturm in Berlin erlebt. Das war wirklich eindrucksvoll. Man konnte kaum sehen. Der Wind hat den Schnee horizontal geworfen. Horizontal geworfener Schnee. Das ist kein Spaß mehr. Da bleibt man wirklich drin. Nein, da bleibt man drinnen. Kein Sprichwort hilft da. Auch nicht die beste Kleidung. Ah, sogar das deutsche Sprichwort hat Grenzen. Sogar das. Bei echtem Schneesturm, man bleibt zu Hause. Das ist Weisheit, nicht Schwäche. Sehr weise, sehr klug. Okay, lass uns über Temperatur reden. Das ist auch sehr wichtig. Wie sagt man Temperaturen auf Deutsch? Also, man sagt, es sind 20 Grad oder es sind minus 10 Grad. Grad, das ist die Einheit für Temperatur. In Deutschland benutzt man immer Celsius. Und dann gibt es typische Temperaturbeschreibungen, ohne Zahlen. Angenehm warm, so zwischen 15 und 20 Grad. Nicht heiß, nicht kalt, einfach angenehm. Angenehm, das ist so ein schönes Wort. Es bedeutet, es ist gut, man fühlt sich wohl. Es macht einem keine Schwierigkeiten. Angenehm. Und dann mild, mildes Wetter. Das ist noch wärmer. Sanft, weich, angenehm. Oft sagt man das im Herbst oder Frühling. Und das Gegenteil, bitterkalt.
Das ist nicht nur kalt, das ist eine Kälte, die wirklich wehtut. Man spürt sie in den Knochen. Bitterkalt, wie bitterkalt. Die Kälte beißt. Ja, und man sagt auch, es ist frostig. Frost bedeutet Temperaturen unter Null, wenn es gefriert, wenn Wasser zu Eis wird. Und dann glatt. Das ist wirklich wichtig. Besonders im Winter, wenn die Straßen glatt sind. Also eisig, rutschig. Man muss sehr vorsichtig gehen. Glatte Straßen sind wirklich gefährlich. Man muss langsam gehen, vorsichtig sein. Ja, und ich habe auch eine Geschichte mit glatten Straßen. Erzähl. Also, mein erster richtiger Berliner Winter. Ich gehe morgens raus, es ist kalt. Und ich denke, okay, ich bin vorbereitet. Ich habe meinen Mantel, ich habe meinen Schal, fertig. Du hattest keinen Gedanken an die Straße. Keinen einzigen. Ich gehe los und der erste Schritt, rutsch, ich bin fast hingefallen. Fast. Ich habe mich gerade noch halten können, an einer Laterne. Ich habe die Laterne festgehalten, wie ein kleines Kind. Die Laterne als Lebensretter. Die Laterne hat mein Leben gerettet oder zumindest meine Würde. Und danach bin ich sehr, sehr langsam gegangen, wie eine alte Dame. Ganz vorsichtig, jeden Schritt einzeln. Das kenne ich. Ich bin einmal wirklich hingefallen. Wirklich auf den Rücken gefallen. Nein, wirklich? Ja, mitten auf dem Bürgersteig, vor vielen Menschen. Arme in der Luft, alles fliegt. Was ist passiert? Ich bin hingefallen, flaff auf dem Rücken. Und alle haben geschaut. Alle. Und ich habe gelegen und gedacht, okay, das ist Berlin im Winter. Willkommen. Willkommen in Berlin. Und zwei nette ältere Frauen haben mir aufgeholfen. Sie haben gesagt, Vorsicht, junger Mann, die Straße ist glatt. Danach hast du es gemerkt, im Nachhinein. Sehr hilfreich im Nachhinein. Aber sehr nett von Ihnen. Wirklich sehr nett. Das ist auch schön, wenn Menschen helfen, auch bei so einer kleinen, peinlichen Sache. Ja, und seitdem, im Winter, trage ich immer Schuhe mit guter Sohle. Ich bin nicht mehr der naive Matteo mit Lederschuhen im Februar. Du hast gelernt, durch Schmerz, aber du hast gelernt. Durch Schmerz lernt man am besten. Okay, ich möchte über das Thema reden, Wetter als Gesprächsthema. Weil auf Deutsch, das Wetter ist ein sehr wichtiges Smalltalk-Thema. Oh, ja, das Wetter als Smalltalk. Smalltalk, das bedeutet einfach ein kleines, leichtes Gespräch. Kein tiefes Thema, nur ein freundlicher Austausch. Wenn man jemanden trifft, Nachbar, Kollege, jemand in der Schlange im Supermarkt, man redet über das Wetter. Das ist universal eigentlich. Wetter-Smalltalk gibt es in fast allen Kulturen. Aber in Deutschland ist es besonders verbreitet. Es ist fast eine Pflicht. Eine Pflicht. Wenn man seinen Nachbarn trifft und nicht über das Wetter redet, ist etwas falsch. Was sagt man dann? Was sind die typischen Wetter-Smalltalk-Sätze? Also klassisch, schönes Wetter heute, oder? Das ist die positivste Version. Bei gutem Wetter sagt man das. Schönes Wetter heute, oder? Oder bei schlechtem Wetter, na, was für ein Wetter heute. Das klingt etwas genervt, aber freundlich genervt. Nicht böse, nur, naja. Ja, na, was für ein Wetter. Mit einem Seufzer, das ist so ein deutsches Wettergespräch. Und dann, es soll morgen besser werden. Das ist Hoffnung. Man gibt dem anderen Hoffnung für morgen. Oder es soll die ganze Woche regnen. Das ist die realistische Version. Ja, und die Deutschen sind manchmal sehr realistisch, fast pessimistisch beim Wetter-Smalltalk. Sehr realistisch. Man sagt nicht einfach, es wird schön, man sagt, es soll vielleicht ein bisschen sonnig werden, aber man weiß nie. Man weiß nie. Das ist das Wettermotto in Deutschland. Das Wettermotto. Und das stimmt ja auch. Das Wetter wechselt so schnell. Das stimmt wirklich. In Berlin kann man an einem Tag fast alle 4 Jahreszeiten erleben. Morgens Sonne, mittags Regen, nachmittags Sturm, abends wieder Sonne. Das ist kein Witz, das habe ich wirklich erlebt. Ich auch. Und man lernt, in Berlin immer eine Regenjacke mitnehmen, egal wie schön der Morgen ist. Das ist die wichtigste Berliner Lebensweisheit. Immer eine Regenjacke. Immer eine Regenjacke. Das sollte man wirklich ins Stadtmarketing aufnehmen. Berlin, immer mit Regenjacke. Perfekter Slogan, einfach und wahr. Okay, lass uns noch über die Wettervorhersage reden. Wie sagt man das auf Deutsch? Also, die Wettervorhersage. Das Wort erklärt sich fast selbst. Wetter, das Wetter. Vorhersage von Vorhersagen. Also Vorhersagen, was kommen wird. Die Wettervorhersage, was das Wetter in der Zukunft machen wird. Ja, und man schaut die Wettervorhersage an. Im Fernsehen, in einer App. Und dann hört man Sätze wie: Morgen wird es sonnig sein, mit Temperaturen um 15 Grad.
Oder es werden Regenschauer erwartet. Schauer, das ist ein kurzer, plötzlicher Regen. Nicht lang, aber intensiv. Und die Temperaturen fallen auf -5 Grad. Fallen. Die Temperaturen fallen, als ob sie nach unten fallen, nach unten gehen. Das ist ein schönes Bild. Die Temperaturen fallen, wie die Blätter im Herbst. Ja, und das Gegenteil, die Temperaturen steigen, wie die Sonne. Sie steigt auf, sie geht nach oben. Und dann, es wird ein Hoch erwartet. Ein Hoch, das ist ein Hochdruckgebiet. Das bedeutet in der Regel gutes Wetter, Sonne, wenig Regen. Und ein Tief, ein Tiefdruckgebiet, das bedeutet schlechtes Wetter. Regen, vielleicht Sturm, nicht so schön. Hoch und tief, das klingt fast wie eine emotionale Beschreibung. Hoch, man fühlt sich gut, tief, man fühlt sich nicht so gut. Das stimmt, das Wetter spiegelt unsere Emotionen. Oder vielleicht umgekehrt. Vielleicht beides. Okay, ich möchte noch eine wichtige Sache ansprechen. Der Klimawandel, weil das Wetter hat sich verändert. Das ist ein Thema, das alle betrifft. Ja, das ist wirklich wichtig und es wird auch auf Deutsch sehr viel darüber geredet. Der Klimawandel, das bedeutet, das globale Klima verändert sich. Die Temperaturen steigen weltweit. Das Wetter wird extremer, das merkt man immer mehr. Ja, und man merkt das auch in Berlin. Die Sommer werden heißer, es gibt mehr Hitzeperioden, also lange Zeiten mit sehr hohen Temperaturen. Und gleichzeitig im Winter manchmal weniger Schnee als früher. Das Wetter wird unberechenbarer. Man weiß nicht mehr, was kommt. Unberechenbar, das bedeutet einfach, man kann es nicht vorhersagen, man weiß nicht, was kommen wird, es überrascht einen. Und das ist beunruhigend. Wirklich beunruhigend. Mein Vater erzählt manchmal, wie der Sommer früher war, in seiner Kindheit. Und er sagt, es ist anders geworden. Deutlich anders. Ja, und das ist auch etwas, das man auf Deutsch ausdrücken kann. Man kann sagen, das Wetter ist extremer geworden, die Sommer sind heißer als früher, es gibt mehr Unwetter. Unwetter, das ist wichtig. Unwetter bedeutet schlechtes, gefährliches Wetter. Ein extremes Wetterereignis. Sturm, Überflutung, Hagel, das ist Unwetter. Hagel, das wollte ich noch erwähnen. Hagel, das sind kleine Eisstücke, die vom Himmel fallen. Das kann wirklich Schaden machen. Ja, ich habe einmal Hagel in Berlin erlebt. Die Körner waren so groß wie Kirschen. Ich war draußen und musste mich schnell unterstellen. Kirschengroßer Hagel? Ja, das war erschreckend. Das klingt auf dem Dach wumm, 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 wie jemand, der mit Steinen wirft. Das ist wirklich erschreckend und auch so ein Beweis. Das Wetter kann so mächtig sein. Mächtig. Das Wetter ist so viel mächtiger, als wir manchmal denken. Es erinnert uns daran, die Natur hat die Kontrolle, nicht wir. Das ist eine wichtige Erinnerung. Besonders in einer Zeit, wo wir denken, wir können alles kontrollieren. Ja, das Wetter lehrt uns Bescheidenheit. Bescheidenheit, das bedeutet einfach, man ist nicht arrogant. Man erkennt, dass man nicht alles kann, nicht alles weiß, nicht alles kontrollieren kann. Schön. Und gleichzeitig, das Wetter lehrt uns auch Anpassungsfähigkeit. Man passt sich an. Man nimmt die Regenjacke. Man kauft Gummistiefel mit gelben Punkten. Man kauft Gummistiefel mit gelben Punkten. Man lernt, im Nieselregen zu wandern, gegen heiße Schokolade. Gegen heiße Schokolade. Das bleibt für immer unser System. Okay, lass uns eine kleine Übung machen. Für alle Zuhörer, damit ihr wirklich hört, wie natürliche Wettergespräche auf Deutsch klingen. Ja, was für eine Übung. Also, ich beschreibe das Wetter in einer Situation und wir zeigen, wie man natürlich darüber redet. Ihr könnt mitsprechen, mitdenken oder einfach zuhören. Super, los geht's. Spielerisch langsam. Situation 1. Es ist Montagmorgen. Du schaust aus dem Fenster. Es regnet stark. Der Himmel ist dunkelgrau. Es sind ungefähr 7 Grad. Du musst zur Arbeit. Seufzend, spielend, langsam. Also, ich schaue raus und denke, oh nein, es regnet schon wieder und so stark. Wirklich stark heute. Es sind gerade mal 7 Grad. Brr, das ist kalt. Na gut, ich brauche auf jeden Fall meine Regenjacke und vielleicht einen Schal und dicke Socken. Der Herbst macht heute wirklich keinen Spaß. Perfekt. Habt ihr gehört? Sophia hat ganz natürlich geredet. Es regnet schon wieder. Es sind gerade mal 7 Grad. Der Herbst macht heute keinen Spaß. Sehr natürlich. Und gerade mal, das ist eine schöne Verstärkung. Es bedeutet nur 7 Grad. Das ist wenig, zu wenig. Spielerisch langsam. Situation 2. Es ist ein Julimorgen. Der Himmel ist strahlend blau, keine Wolke zu sehen. Es sind schon um 9:25 Grad.
Oh, was für ein wunderschöner Tag. Der Himmel ist so blau. Kein einziges Wölkchen. Wirklich kein einziges. Und schon 25 Grad. Das wird heiß heute. Sehr heiß. Ich muss auf jeden Fall in den Park. Vielleicht ans Wasser. Dieser Sommer ist wirklich fantastisch. Sehr gut. Kein einziges Wölkchen. Das ist so eine schöne Formulierung. Wölkchen, das ist die Verniedlichung von Wolke. Eine kleine, harmlose, niedliche Wolke. Wölkchen. Und das wird heiß. Man benutzt hier die Zukunft. Man sagt vorher, was kommen wird. Das ist eine kleine Vorhersage. Letzte Situation. Und die ist für alle. Es ist November, es ist 3:30 nachmittags. Es ist bereits dunkel draußen. Es nieselt leicht, die Straßen sind nass, man trifft seinen Nachbarn vor dem Haus. Spielerisch, seufzend, langsam. Na, was für ein Wetter heute. Schon so früh dunkel, das ist jedes Jahr dasselbe. Aber man gewöhnt sich einfach nicht daran. Und dieser Nieselregen ist das Schlimmste. Man denkt, es ist nichts, und dann ist man plötzlich komplett durchnässt. Ich hoffe, es wird bald besser. Der Wetterbericht hat für das Wochenende etwas Sonne versprochen. Aber mal sehen. Lachend. Mal sehen, das ist so deutsch. Man vertraut dem Wetterbericht nie 100%. Zu Recht, der Wetterbericht irrt dich auch manchmal. Und habt ihr gehört? Das ist jedes Jahr dasselbe, aber man gewöhnt sich nicht daran. Das ist so ein ehrlicher, natürlicher Satz. Sehr authentisch. Und durchnässt, das bedeutet komplett nass. Durch und durch nass. Der Regen ist durch ganze Kleidung gegangen. Man ist von oben bis unten nass. Perfekt erklärt. Okay, jetzt ist es Zeit für unsere Zusammenfassung. Was haben wir heute gelernt? Ganz langsam und klar. Erstens die Grundstruktur beim Wetter. Es ist plus Adjektiv und dann Verben. Es regnet, es schneit, es gewittert. Das Subjekt ist fast immer es beim Wetter. Ergänzend langsam. Zweitens wichtige Wetterwörter. Sonnig, bewölkt, bedeckt, regnerisch, stürmisch, neblig, frostig, glatt. Und die speziellen Wörter Nieselregen, Platzregen, Schneeflocke, Gewitter, Hagel, Unwetter. Warm, langsam. Drittens die Jahreszeiten. Der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Alle mit dem Artikel der. Und man sagt im Sommer, im Winter, im Frühling, im Herbst. Begeistert, langsam. Viertens Wetter-Smalltalk. Schönes Wetter heute, oder? Na, was für ein Wetter. Es soll morgen besser werden. Diese Sätze öffnen Gespräche auf Deutsch. Sehr natürlich. Ernst, langsam. Und fünftens Temperaturen. Es sind 20 Grad. Oder Beschreibungen. Angenehm warm, mild, bitter kalt, frostig. Diese Wörter beschreiben, wie sich die Temperatur anfühlt. Warm. Und das Wichtigste von heute: Wetter ist mehr als Meteorologie. Es ist Kultur, es ist Erinnerung, es ist Gefühl. Der erste Schnee für Sophia. Der Hagel, der Matteo überrascht hat. Die Wanderung im Nieselregen mit Lars. Wetter schreibt Geschichten. Auch in einer fremden Sprache. Auch auf Deutsch. Und jetzt eure Hausaufgabe. Schreibt uns in die Kommentare auf Deutsch, wie das Wetter gerade bei euch ist. Einfache Sätze sind genug. Zum Beispiel, bei mir ist es heute sonnig und warm. Ich sitze draußen im Garten. Oder, es regnet gerade stark. Ich bin froh, drinnen zu sein. Oder, falls ihr gerade irgendwo mit schönem Wetter seid, wir sind ein bisschen neidisch. Nur ein kleines bisschen. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Speak Deutsch Now. Drückt auf die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst. Und teilt den Podcast mit jemandem, der Deutsch lernt. Vielleicht mit jemandem, der gerade in einem neuen Land lebt und das Wetter noch nicht ganz versteht. Lachend, jemanden mit einer Regenjacke beschenken, ist auch eine Form von Liebe. Lachend, die tiefste Form von Fürsorge. Warm. Passt auf euch auf. Zieht euch warm an. Nehmt einen Regenschirm mit. Warm. Und wenn es grau ist draußen, denkt daran, nach jedem Grau kommt wieder Blau. Leise, warm. Nach jedem Grau kommt wieder Blau. Das stimmt wirklich. Begeistert, bis zum nächsten Mal bei Speak Deutsch Now. Warm. Tschüss, ihr Lieben. Bleibt trocken. Lachend oder nass mit den richtigen Gummistiefeln. Lachend. Mit gelben Punkten natürlich. Zusammen warm. Tschüss und bis bald.